Lektion 1: New York City erkunden. Hallo Anna, warst du in New York City? Hey John, ja, habe ich. Es ist eine unglaubliche Stadt voller Energie und Aufregung. Ich wollte schon immer mal hin. Was war dein Lieblingsteil daran? Es ist schwer, mich zu entscheiden, aber ich habe es geliebt, den Central Park zu erkunden. Es ist wie eine grüne Oase inmitten der geschäftigen Stadt. Das klingt wunderschön. Hast du dort irgendwelche lustigen Aktivitäten machen können? Hab ich. Ich habe ein Fahrrad gemietet und bin durch den Park gefahren. Es gibt so viele malerische Wege zum Genießen. Radfahren klingt nach einer großartigen Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Hast du an einem besonderen Ort angehalten? Ja, ich habe auf der Bethesda Terrace angehalten. Der Blick auf den Brunnen war atemberaubend. Davon habe ich Bilder gesehen. Es sieht so malerisch aus. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Natürlich. Ich habe tonnenweise Fotos gemacht. Ich wollte jeden Moment festhalten. Das ist fantastisch. Was hast du sonst noch gemacht, als du in der Stadt warst? Ich habe den Times Square nachts besucht. Die Lichter und Werbetafeln waren faszinierend. Das kann ich mir nur vorstellen. Es muss sich angefühlt haben wie in einem Film. Hast du irgendwelche Sendungen gesehen? Ja, ich habe eine Broadway-Show gesehen. Die Aufführungen waren unglaublich. Das Talent ist einfach unglaublich. Ich wollte schon immer eine Broadway-Show sehen. Welches hast du gesehen? Ich habe Hamilton gesehen. Die Musik und das Geschichtenerzählen waren fesselnd. Ich habe so viel über diese Show gehört. Es steht definitiv auf meiner Liste. Irgendwelche Tipps, um Tickets zu bekommen? Ich empfehle, im Voraus zu buchen oder nach Eiltickets zu suchen. Sie können ein gutes Angebot sein. Das klingt hilfreich. Das behalte ich im Hinterkopf. Was ist mit dem Essen? Hast du irgendwelche ikonischen Gerichte probiert? Unbedingt. Ich hatte ein klassisches New Yorker Stück Pizza. Es war köstlich und so groß. Ich liebe Pizza. Hattest du einen Lieblingsplatz zum Essen? Es gibt einen berühmten Ort namens Joe's Pizza. Es ist ein Muss für jeden Besucher. Ich werde auf jeden Fall Joe's Pizza besuchen, wenn ich gehe. Was sollte ich sonst noch sehen, wenn ich in New York bin? Verpassen Sie nicht die Freiheitsstatue. Die Fahrt mit der Fähre zur Insel ist ein unvergessliches Erlebnis. Das klingt unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt zu erkunden und meine eigenen Erinnerungen zu kreieren. Lektion 2: Vertrauensschub. Hallo Anna, ich habe gerade ein Buch über Selbstvertrauen zu Ende gelesen. Es war aufschlussreich. Hey John, das klingt interessant. Was hast du daraus gelernt? Der Autor betonte, dass es entscheidend ist, an uns selbst zu glauben. Absolut, es stärkt unser Selbstvertrauen und gibt uns ein gutes Gefühl. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir uns sicher fühlen, nehmen wir mit größerer Wahrscheinlichkeit Herausforderungen an. Genau. In dem Buch wurde auch vorgeschlagen, kleine Ziele zu setzen, um schrittweise Selbstvertrauen aufzubauen.
Das ist ein kluger Ansatz. Das Erreichen kleiner Ziele kann zu einem Erfolgserlebnis führen. Ja, ich begann mit täglichen Affirmationen. Es fühlt sich ermächtigend an, mich an meine Stärken zu erinnern. Ich liebe diese Idee. Welche Affirmationen benutzt du? Ich sage Dinge wie ich bin fähig und ich kann mit jeder Situation umgehen. Sie helfen wirklich. Das sind großartige Affirmationen. Ich sollte versuchen, sie auch in meine Routine zu integrieren. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie positive Selbstgespräche unsere Denkweise verändern können. Unbedingt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, uns mit unterstützenden Menschen zu umgeben. Das ist ein fantastischer Punkt. Ein positives Umfeld kann erhebliche Auswirkungen auf unser Selbstvertrauen haben. Ja, wenn wir Cheerleader in unserem Leben haben, ermutigt uns das, neue Dinge auszuprobieren. Das ist mir auch aufgefallen. Vor kurzem bin ich einer Redegruppe beigetreten, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist mutig von dir. Öffentliche Reden können einschüchternd sein, aber es ist eine großartige Möglichkeit, Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist es wirklich. Die Gruppe unterstützt mich so sehr und ich fühle mich jetzt wohler, wenn ich vor anderen spreche. Das ist wunderbar zu hören. Ich wollte auch schon immer meine Fähigkeiten als Redner verbessern. Du solltest einer Gruppe beitreten. Es ist eine fantastische Möglichkeit, zu üben und Feedback zu erhalten. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Von anderen zu lernen kann unsere Fähigkeiten wirklich verbessern. Ganz gewiss. Außerdem macht der Erfahrungsaustausch mit anderen die Reise angenehmer. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns auf unseren Wegen zur Vertrauensbildung uns gegenseitig motivieren. Das klingt nach einem Plan. Wir können Tipps austauschen und unsere Fortschritte gemeinsam feiern. Lektion 3: Markttrends. Hallo Anna, hast du die neuesten Markttrends in unserer Branche gesehen? Hallo John, ja, das habe ich. Es ist faszinierend, wie schnell sich die Dinge ändern. Unbedingt. Mir ist aufgefallen, dass es eine deutliche Verlagerung hin zu nachhaltigen Produkten gibt. Das ist richtig. Die Verbraucher werden umweltbewusster und suchen nach umweltfreundlichen Optionen. Es ist ermutigend, diesen Trend zu sehen. Unternehmen beginnen, Nachhaltigkeit in ihren Praktiken zu priorisieren. Definitiv. Ich habe von einer Marke gelesen, die recycelte Materialien für ihre Verpackungen verwendet. Das ist ein brillanter Schachzug. Es reduziert nicht nur Abfall, sondern zieht auch mehr Kunden an, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Genau. Ich denke, es ist eine Win-Win-Situation sowohl für die Umwelt als auch für das Unternehmen. Apropos Trends, haben Sie den Anstieg des Online-Shoppings gesehen? Es boomt. Ja, das ist es. Die Bequemlichkeit, von zu Hause aus einzukaufen, hat das Spiel völlig verändert. Und mit der Pandemie haben sich viele Menschen darauf als ihre primäre Art des Einkaufens eingestellt. Stimmt. Ich frage mich, wie sich traditionelle Geschäfte an diese neue Realität anpassen werden.
Möglicherweise müssen Sie Ihre Online-Präsenz verbessern oder einzigartige Erlebnisse im Geschäft bieten, um Kunden anzulocken. Das ist eine kluge Strategie. Die Schaffung eines unvergesslichen Einkaufserlebnisses kann Sie von anderen abheben. Auch personalisiertes Marketing scheint auf dem Vormarsch zu sein. Die Anpassung von Angeboten an einzelne Kunden kann den Umsatz steigern. Unbedingt. Die Leute wissen es zu schätzen, wenn Marken ihre Vorlieben verstehen. Es baut Loyalität auf. Ich habe gesehen, dass einige Unternehmen Key verwenden, um Kundendaten für eine bessere Zielgruppenansprache zu analysieren. Das ist beeindruckend. Technologie verändert die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, wirklich. Es ist aufregend, darüber nachzudenken, wie diese Innovationen die Zukunft unserer Branche prägen werden. Ja, ich glaube, dass diejenigen, die Veränderungen begrüßen, in diesem sich entwickelnden Markt erfolgreich sein werden. Das ist eine großartige Perspektive. Es geht darum, anpassungsfähig und offen für neue Ideen zu bleiben. Genau. Lassen Sie uns diese Trends im Auge behalten und sehen, wie sie sich in den kommenden Monaten entwickeln. Definitiv. Es ist immer interessant zu diskutieren, wie sich die Marktdynamik verändert. Lektion 4. Nachhaltige Energie. Hallo Anna, ich habe gerade gelesen, wie Turbinen unsere Häuser nachhaltig mit Strom versorgen können. Hey John, das ist faszinierend. Windenergie ist eine so vielversprechende Ressource. Das ist es wirklich. Ich habe gelernt, dass große Windturbinen genug Strom für Hunderte von Haushalten erzeugen können. Das ist beeindruckend. Ich finde es toll, wie erneuerbare Energiequellen unseren CO2-Fußabdruck reduzieren können. Unbedingt. Das ist ein bedeutender Schritt zur Bekämpfung des Klimawandels. Haben Sie schon einmal einen Windpark gesehen? Ja, ich habe letzten Sommer einen besucht. Die Turbinen waren riesig und die Aussicht war atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Haben Sie während Ihres Besuchs etwas Interessantes gelernt? Ja, ich habe herausgefunden, dass jede Turbine jedes Jahr etwa 1500 Tonnen Kohlendioxid einsparen kann. Wow, das ist eine riesige Wirkung. Es macht mir Lust, nachhaltigere Initiativen zu unterstützen. Das Gleiche hier. Ich denke, es ist wichtig, andere über die Vorteile erneuerbarer Energien aufzuklären. Definitiv. Je mehr Menschen wissen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Projekte für saubere Energie unterstützen. Ich stimme zu. Die Organisation von Community Workshops könnte eine großartige Möglichkeit sein, das Bewusstsein zu schärfen. Das ist eine fantastische Idee. Das Teilen von Wissen kann andere dazu inspirieren, Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem könnten wir unterhaltsame Aktivitäten wie den Bau kleiner Windturbinen einbeziehen. Das klingt nach einer Menge Spaß. Praktische Aktivitäten motivieren die Menschen und machen das Lernen unterhaltsam. Genau. Und wir könnten als Ergänzung zu erneuerbaren Energien auch Tipps zur Energieeinsparung erörtern. Toller Punkt. Einfache Veränderungen in unserem täglichen Leben können zur Nachhaltigkeit beitragen. Zum Beispiel kann die Verwendung energieeffizienter Geräte einen erheblichen Unterschied machen. Ja, ich habe kürzlich auf LED-Lampen umgestellt und festgestellt, dass meine Stromrechnung gesunken ist.
Das ist genial. Das sind kleine Veränderungen wie diese, die sich im Laufe der Zeit summieren. Ich bin begeistert vom Potenzial erneuerbarer Energien und davon, wie sie unsere Zukunft gestalten können. Ich auch. Gemeinsam können wir etwas Positives bewirken, indem wir Bewusstsein und Wissen verbreiten. Unbedingt. Lassen Sie uns weiter nach Möglichkeiten suchen, nachhaltige Energie in unserer Gemeinde zu fördern. Lektion 5. Die Geschichte der Nachtigall. Hey Anna, hast du die Geschichte von der Nachtigall gehört, die wütender und rebellischer wurde? Hallo John, nein, habe ich nicht. Was ist mit der Nachtigall passiert? Nun, sie hat ihre Familie und Freunde beleidigt, indem sie während eines besonderen Treffens falsch gesungen hat. Oh nein, das muss für Aufsehen gesorgt haben. Was hat Ihre Familie gesagt? Sie waren gelinde gesagt enttäuscht. Sie hatten das Gefühl, dass sie ihre Traditionen nicht respektierte. Das kann ich verstehen. Singen ist oft eine Art, Liebe und Harmonie auszudrücken. Genau. Ihre Familie versuchte sie zu ermutigen, mehr zu praktizieren, aber sie lehnte ab und behauptete, sie sei einzigartig. Das ist eine interessante Perspektive. Manchmal lassen sich Menschen von dem Wunsch mitreißen, auffallen zu wollen. Richtig. Aber ihre Weigerung zuzuhören führte zu weiteren Argumenten. Schließlich beschloss sie, ihr Zuhause zu verlassen. Wow, das ist ziemlich drastisch. Hat sie draußen gefunden, wonach sie gesucht hat? Zuerst nicht. Sie fühlte sich einsam und erkannte, dass ihre Einzigartigkeit keine Rolle spielte, wenn sie niemanden hatte, mit dem sie teilen konnte. Das ist eine so wertvolle Lektion. Manchmal müssen wir Individualität und Gemeinschaft in Einklang bringen. Unbedingt. Die Nachtigall kehrte schließlich nach Hause zurück und entschuldigte sich bei ihrer Familie. Wie haben Sie reagiert? Haben Sie ihr vergeben? Das haben sie getan. Sie begrüßten sie wieder und ermutigten sie, ihre Einzigartigkeit anzunehmen und gleichzeitig ihre Traditionen zu respektieren. Das ist herzerwärmend. Das zeigt, dass Versöhnung auch nach Konflikten möglich ist. Ja, die Nachtigall hat gelernt, ihren einzigartigen Stil mit den Erwartungen ihrer Familie zu verbinden. Das ist ein großartiger Kompromiss. Es ist wichtig, Harmonie in unseren Beziehungen zu finden. Definitiv. Die Geschichte erinnert uns daran, dass es nicht im Widerspruch zu unseren Lieben stehen muss, uns auszudrücken. Ich liebe das Essen zum Mitnehmen. Es geht darum, zu kommunizieren und die Perspektiven des anderen zu verstehen. Genau. Ich denke, Geschichten wie diese können uns dazu inspirieren, über unsere eigenen Beziehungen nachzudenken. Einverstanden. Stellen wir sicher, dass wir den Menschen in unserem Leben immer zuhören und sie wertschätzen. Ja, und vielleicht teilen wir sogar unsere eigenen einzigartigen Talente auf eine Weise, die alle zusammenbringt. Lektion 6. Der effiziente Ofen. Hey Anna, hast du von der neuen Art von Holzofen gehört? Hallo John, nein, habe ich nicht. Was ist das Besondere daran? Dieser neue Ofen ist viel effizienter als herkömmliche. Er verbraucht weniger Holz und erzeugt mehr Wärme. Das klingt unglaublich. Wie erreicht es diese Effizienz?
Es hat ein einzigartiges Design, das den Luftstrom maximiert und eine vollständigere Verbrennung des Holzes ermöglicht. Faszinierend. Es spart also nicht nur Holz, sondern reduziert auch die Rauchemissionen, oder? Genau. Weniger Rauch bedeutet, dass es besser für die Umwelt ist und die Luft sauberer bleibt. Ich liebe das. Dies könnte Menschen, die in Gebieten leben, in denen Holz die Hauptheizquelle ist, wirklich zugutekommen. Unbedingt. Außerdem kann es die Heizkosten für Familien senken, was es zu einer Win-Win-Situation macht. Haben Sie schon angefangen, diese Öfen zu verkaufen? Ja, sie haben ein paar Modelle auf den Markt gebracht und die ersten Bewertungen sind sehr positiv. Das ist toll zu hören. Ich hoffe, dass mehr Menschen diese Technologie nutzen. Ich auch. Es sind Innovationen wie diese, die in unserem täglichen Leben einen erheblichen Unterschied machen können. Apropos Innovationen, glauben Sie, dass es noch andere Bereiche gibt, in denen wir die Effizienz verbessern könnten? Definitiv. Wir könnten uns energieeffiziente Geräte oder sogar Sonnenkollektoren für Haushalte ansehen. Das ist wahr. Die Solartechnologie hat einen langen Weg zurückgelegt und kann die Stromrechnungen drastisch senken. Genau. Und Fortschritte im Bereich der Batteriespeicherung machen Solarenergie für alle rentabler. Es ist aufregend, darüber nachzudenken, wie Technologie uns helfen kann, nachhaltiger zu leben. Ja, es ermöglicht uns, Entscheidungen zu treffen, die sowohl unserem Geldbeutel als auch dem Planeten zugutekommen. Ich frage mich, was die nächste große Erfindung sein wird. Irgendwelche Vorhersagen. Vielleicht eine neue Art von Dämmmaterial, das Häuser warm hält, ohne viel Energie zu verbrauchen. Das wäre unglaublich. Innovative Materialien können so viele Aspekte des Wohndesigns verändern. Ganz gewiss. Es geht darum, intelligentere Lösungen für unsere täglichen Herausforderungen zu finden. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft für effiziente Technologien bereithält. Das Gleiche hier. Behalten wir diese Entwicklungen im Auge. Sie könnten uns dazu inspirieren, selbst Änderungen vorzunehmen. Lektion 7. Aktiv bleiben. Hey Anna, ich habe gerade ein neues Hobby angefangen, dem ich nur zustimmen könnte. Hallo John, wirklich? Welches Hobby ist das? Es ist Wandern. Ich finde es toll, um aktiv zu bleiben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Das klingt fantastisch. Ich liebe es auch zu wandern. Wo gehst du hin? Normalerweise erkunde ich Wanderwege in der Nähe der Berge. Die Aussichten sind atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Es ist so erfrischend, draußen zu sein. Unbedingt. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen und Stress abzubauen. Definitiv. Gehst du alleine wandern oder nimmst du Freunde mit? Ich lade oft Freunde ein, aber manchmal wandere ich gerne alleine für eine ruhige Zeit. Das ist eine gesunde Balance. Wandern mit Freunden kann so viel Spaß machen und motivieren. Ja, wir fordern uns oft gegenseitig heraus, den Gipfel schneller zu erreichen. Das sorgt für zusätzliche Spannung. Freundlicher Wettbewerb macht es noch unterhaltsamer.
Hast du irgendwelche Lieblingswege entdeckt? Es gibt einen Pfad, der zu einem versteckten Wasserfall führt. Es ist wie ein kleines Paradies. Wow, das klingt magisch. Irgendwann muss ich dich auf dieser Wanderung begleiten. Das solltest du auf jeden Fall. Das Geräusch des Wassers ist so beruhigend. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und ihre Schönheit zu schätzen. Genau. Und Wandern ist ein Ganzkörpertraining. Es stärkt ihre Beine und verbessert die Ausdauer. Ich liebe das. Außerdem kann man entlang der Wege oft Wildtiere beobachten, was aufregend ist. Ja, ich habe Rehe und verschiedene Vögel gesehen. Es fühlt sich an, als wärst du in einer anderen Welt. Die Natur hat eine Art, den Geist zu verjüngen. Es ist wichtig, aktiv zu bleiben und Neues zu entdecken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Welche anderen Aktivitäten genießen Sie, um aktiv zu bleiben? Ich liebe auch Radfahren. Es ist eine großartige Möglichkeit, mehr zu erkunden und neue Orte zu entdecken. Radfahren ist fantastisch. Es gibt Ihnen eine andere Perspektive auf die Umgebung. Genau. Und es ist schonend, was die Gelenke schont. Stimmt. Wir sollten zusammen einen Wander- und Radtag planen. Das würde so viel Spaß machen. Das ist eine geniale Idee. Ein Tag voller Abenteuer und Bewegung klingt perfekt. Lass es uns geschehen lassen. Aktiv zu bleiben macht mit Freunden viel mehr Spaß. Lektion 8. Projektplanung. Hallo Anna, hast du die Projektziele und Ergebnisse für unser Team festgelegt? Hallo John, ja, wir haben uns letzte Woche auf die Ziele geeinigt, und ich freue mich darauf. Das ist großartig. Ich glaube, ein klarer Zeitplan und Meilensteine werden uns auf Kurs halten. Unbedingt. Die Festlegung von Fristen ist entscheidend für die Messung unserer Fortschritte. Haben Sie den Zeitplan entworfen? Ich habe einen vorläufigen Zeitplan erstellt, aber ich würde mich über Ihre Beiträge freuen, um ihn weiter zu verfeinern. Sicher. Wann sollten wir Ihrer Meinung nach mit der ersten Phase des Projekts beginnen? Ich denke, ab nächstem Montag haben wir genug Zeit, um alle notwendigen Materialien vorzubereiten. Das klingt vernünftig. Wir sollten auch etwas Zeit für das Teamtraining einplanen. Guter Punkt. Eine Schulung stellt sicher, dass jeder seine Rollen und Verantwortlichkeiten versteht. Genau. Das wird die Zusammenarbeit verbessern und die spätere Verwirrung verringern. Apropos Zusammenarbeit, wie oft sollten wir Check-in-Meetings abhalten? Ich schlage wöchentliche Treffen vor, um unsere Fortschritte und alle Herausforderungen zu besprechen, denen wir begegnen. Ich stimme zu. Regelmäßige Check-ins helfen uns, auf dem Laufenden zu bleiben und Probleme umgehend zu lösen. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, unterwegs kleine Gewinne zu feiern. Ja, die Anerkennung von Erfolgen steigert die Moral und Motivation des Teams. Ganz gewiss. Was ist mit den Ergebnissen? Sind wir uns darüber im Klaren, was abgeschlossen werden muss? Ja, wir haben die wichtigsten Ergebnisse skizziert,
aber wir sollten sie auf der Grundlage ihrer Auswirkungen priorisieren. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie sich zunächst auf Ergebnisse mit hoher Wirkung konzentrieren, kann dies die Dynamik steigern. Genau. Und wir können unsere Strategie auf der Grundlage von Feedback anpassen, wenn wir Fortschritte machen. Flexibilität ist der Schlüssel. Sie ermöglicht es uns, uns an unvorhergesehene Umstände anzupassen. Richtig. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einem soliden Plan und Teamwork bei diesem Projekt erfolgreich sein werden. Ich teile deine Zuversicht. Treffen wir uns morgen und legen gemeinsam den Zeitplan fest. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, unsere Ideen in die Tat umzusetzen. Lektion 9. Abenteuer im Lebensmittelgeschäft. Hey Anna, ich gehe zum Supermarkt. Brauchst du irgendwas? Hallo John, das tue ich tatsächlich. Ich brauche etwas Brot, Hühnchen und etwas Gemüse. Perfekt. Ich kann die für dich abholen. Welche Art von Brot bevorzugst du? Vollkorn ist mein Favorit. Es ist gesünder und schmeckt hervorragend. Ich hab's. Es ist Vollkornbrot. Welche Art von Hühnchen kaufst du normalerweise? Normalerweise bevorzuge ich Hähnchenbrust ohne Knochen und ohne Haut. Sie sind vielseitig zum Kochen geeignet. Das ist eine kluge Wahl. Haben Sie bestimmte Rezepte im Sinn? Ich dachte daran, eine Pfanne zu machen. Es ist schnell und lecker. Lecker. Stierfrei ist auch einer meiner Favoriten. Welches Gemüse möchtest du? Paprika, Brokkoli und ein paar Karotten wären perfekt. Klingt bunt. Ich werde dafür sorgen, dass ich die frischesten finde. Danke, John. Das weiß ich zu schätzen. Hast du eine Einkaufsliste für dich? Ja. Ich brauche ein paar Snacks, Obst und vielleicht eine neue Nudelsorte zum Ausprobieren. Oh, Pasta. Hast du vor, ein besonderes Gericht zuzubereiten? Ich denke darüber nach, cremige Pilznudeln zu probieren. Das klingt herrlich. Das klingt herrlich. Ich liebe eine gute cremige Pasta. Brauchst du irgendwelche Zutaten? Ich brauche Champignons, Knoblauch und Sahne, aber ich möchte auch etwas Spinat hinzufügen. Spinat ist eine großartige Ergänzung. Es wird Nährstoffe und eine schöne Farbe hinzufügen. Unbedingt. Ich werde nach frischem Spinat Ausschau halten. Probierst du diese Woche irgendwelche neuen Rezepte aus? Ich habe vor, mit einem Quinoa-Salat zu experimentieren. Es ist gesund und sättigend. Quinoa-Salat klingt köstlich. Welche Zutaten wirst du verwenden? Ich füge Kirschtomaten, Gurken, Feta-Käse und ein Zitronendressing hinzu. Wow, das klingt erfrischend. Du musst das Rezept mit mir teilen. Das werde ich. Lass uns bald einen Kochabend veranstalten und die Rezepte des anderen ausprobieren. Das ist eine fantastische Idee. Gemeinsames Kochen ist immer ein lustiges Erlebnis. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, deine cremigen Pilznudeln zu probieren.
Und ich freue mich darauf, deinen Quinoa-Salat zu probieren. Wir werden ein köstliches Festmahl haben. Lektion 10. Chroniken im Klassenzimmer. Hey Anna, hast du von Natalies erstem Tag an der neuen Schule gehört? Hallo John, das habe ich. Sie war so nervös, ihr Klassenzimmer zu finden. Richtig. Ich erinnere mich, dass sie erwähnte, dass sie Angst hatte, sich zu verirren. Nun, sie hat sich definitiv auf den Weg gemacht, um es zu finden. Hat sie es geschafft? Ja, sie hat ihren Unterricht überstanden und sogar neue Freunde getroffen. Das ist fantastisch. Am ersten Tag Freunde zu finden, kann eine Herausforderung sein. Es kann sein. Aber Natalie hat eine freundliche Persönlichkeit, also bin ich nicht überrascht. Stimmt. Ich habe gehört, dass sie einer Lerngruppe für Mathe beigetreten ist. War das ein guter Schachzug? Unbedingt. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Stoff besser zu verstehen und sich mit Klassenkameraden zu verbinden. Außerdem kann Mathe manchmal schwierig sein. Teamwork hilft sehr. Genau. Wusstest du, dass sie sich auch für den Kunstclub angemeldet hat? Wirklich. Das ist aufregend. Ich weiß, dass sie gerne malt und zeichnet. Ja, sie war begeistert, andere kreative Studenten kennenzulernen. Ich wette, sie werden Spaß daran haben, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Hast du eine Ahnung, was ihr erstes Projekt ist? Sie beginnen mit einem Wandbild für den Schulflur. Wie cool ist das? So cool. Ein Wandbild kann den Raum wirklich verschönern und ihr Talent zur Geltung bringen. Definitiv. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine farbenfrohe Ergänzung der Schule sein wird. Ich hoffe, Natalie bekommt die Gelegenheit, einige ihrer Ideen für das Design einzubringen. Ich glaube, das wird sie. Sie steckt immer voller kreativer Konzepte. Es ist wunderbar, dass sie so schnell ihren Platz in der neuen Umgebung findet. Ja, das ist es. Ich denke, dieses Schuljahr wird ein großes Abenteuer für sie. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten, im Laufe des Jahres mehr über ihre Erfahrungen zu erfahren. Das Gleiche hier. Es ist aufregend zu sehen, wie sie in ihrer neuen Umgebung wachsen und lernen wird. Ganz gewiss. In der Schule geht es darum, Verbindungen aufzubauen und neue Interessen zu entdecken. Genau. Und ich bin sicher, Natalie wird das Beste daraus machen. Lektion 11. Mysterien der Natur. Hey Anna, hast du dich jemals gefragt, warum sich Eis auf dem Gipfel eines Sees bildet, wenn es kalt wird? Hallo John, ja. Es ist faszinierend, wie das passiert. Ich glaube, es hat mit der Dichte des Wassers zu tun. Richtig. Es bildet eine isolierende Schicht, die es dem Leben unter dem Eis ermöglicht, zu überleben. Ist das nicht unglaublich? Das ist es wirklich. Die Natur hat so clevere Methoden, Ökosysteme zu schützen.
Apropos Mysterien, glaubst du, dass es Leben auf anderen Planeten gibt? Das ist eine große Frage. Ich würde gerne glauben, dass es da draußen irgendeine Form von Leben gibt. Das Universum ist so riesig. Ich stimme zu. Bei Milliarden von Galaxien und Planeten scheint es unwahrscheinlich, dass wir allein sind. Genau. Wissenschaftler haben Exoplaneten in der bewohnbaren Zone entdeckt, was Hoffnung auf außerirdisches Leben weckt. Ja, und die jüngsten technologischen Fortschritte ermöglichen es uns, weiter als je zuvor zu forschen. Es ist aufregend. Stellen Sie sich vor, was wir in den kommenden Jahrzehnten finden könnten. Ich weiß, es könnte unser Verständnis vom Leben völlig verändern. Was glaubst du, gibt es da draußen für ein Leben? Vielleicht zunächst einfaches mikrobielles Leben, aber wer weiß. Vielleicht sogar intelligente Wesen. Das wäre etwas. Kannst du dir vorstellen, ein Gespräch mit einem Alien zu führen? Das wäre umwerfend. Ich frage mich, was sie über uns wissen wollen. Wahrscheinlich unsere Kultur, Kunst und wie wir kommunizieren. Das macht uns einzigartig, oder? Unbedingt. Und ich würde gerne etwas über ihre Technologie und Lebensweise erfahren. Stellen Sie sich den Wissensaustausch vor. Es könnte zu unglaublichen Fortschritten für die Menschheit führen. Ja, aber bis dahin können wir nur spekulieren und die Wunder unseres eigenen Planeten genießen. Sehr wahr. Die Natur birgt hier immer noch so viele Geheimnisse, genau wie das Eis auf dem See. Und je mehr wir über unsere Welt erfahren, desto mehr können wir ihre Schönheit und Komplexität schätzen. Lektion 12. Das schöne Spiel. Hey Anna, hast du gestern Abend das Fußballspiel gesehen? Hallo John, das habe ich. Es war aufregend zu sehen, wie zwei Teams mit 11 Spielern alles gaben. Unbedingt. Die Energie auf dem Feld war elektrisch. Hast du bemerkt, wie sie versucht haben, den Fußball ins gegnerische Tor zu schießen? Ja, es ist faszinierend, wie strategisch das Spiel ist. Jeder Spieler hat eine bestimmte Rolle zu spielen. Richtig. Aber nur ein Spieler in jeder Mannschaft kann der Torwart sein. Es verleiht dem Spiel eine interessante Dynamik. Genau. Der Torwart hat eine so wichtige Aufgabe. Sie müssen schnell und wendig sein, um Schüsse abzuwehren. Und sie brauchen hervorragende Reflexe. Hast du diesen unglaublichen Spielstand in der zweiten Hälfte gesehen? Ja, es war unglaublich. Der Torwart streckte sich gerade rechtzeitig aus, um den Ball zu stoppen. Momente wie diese können den Spielverlauf verändern. Es ist so aufregend zuzuschauen. Ganz gewiss. Ich finde es toll, wie Teamwork eine wichtige Rolle spielt. Jeder Spieler muss effektiv kommunizieren. Kommunikation ist der Schlüssel. Ein gut koordiniertes Team kann seine Gegner leicht überlisten. Stimmt. Und die Strategie kann sich je nach Punktzahl ändern. Wenn sie im Rückstand sind, werden sie möglicherweise aggressiver. Genau. Ich finde es faszinierend, wie sich Strategien im Laufe des Spiels entwickeln.
Ja, und die Energie der Fans trägt zur Atmosphäre bei. Es ist, als wäre man Teil von etwas Größerem. Definitiv. Der Jubel und die Gesänge sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte an einem Live-Spiel teilnehmen. Die Aufregung muss unglaublich sein. Das ist es wirklich. Die Emotionen, die Spannung und die Freude, wenn ein Tor geschossen wird, sind unübertroffen. Das kann ich mir nur vorstellen. Hast du ein Lieblingsteam, das du unterstützt? Das tue ich. Ich unterstütze Manchester United. Ihre Geschichte und ihr Spielstil sind beeindruckend. Das ist großartig. Ich habe ihre Entschlossenheit auf dem Feld immer bewundert. Was ist mit dir? Hast du ein Team, das du anfeuerst? Ich bin ein Fan von Barcelona. Ihr Teamwork und ihre geschickten Spiele sind immer eine Freude, zuzusehen. Eine hervorragende Wahl. Die Rivalität zwischen diesen beiden Teams sorgt für einige epische Spiele. Lektion 13. Sicherheit geht vor. Hallo Anna, hast du von den jüngsten Sicherheitsmaßnahmen gehört, die in unserer Community diskutiert werden? Hallo John, habe ich. Es ist großartig, dass die Menschen anfangen, der Sicherheit unserer Lieben Priorität einzuräumen. Unbedingt. Das ist entscheidend, vor allem bei all den Veränderungen in unserer Umwelt. Richtig. Ich denke, Community-Workshops zum Thema Sicherheit sind eine fantastische Idee. Sie können jeden erziehen. Ich stimme zu. Wissen ist Macht, und informiert zu sein kann helfen, Unfälle zu verhindern. Genau. Ich habe das Gefühl, dass einfache Dinge wie Kontaktlisten für Notfälle oft übersehen werden. So wahr. Eine Liste zu haben, kann in kritischen Situationen Zeit sparen. Hast du eine für deine Familie gemacht? Ja, ich habe eine erstellt und auch wichtige medizinische Informationen für alle hinzugefügt. Das ist klug. Es ist immer gut, in Notfällen über Allergien oder Erkrankungen Bescheid zu wissen. Ganz gewiss. Und was ist mit dem Brandschutz? Denkst du, wir sollten zu Hause Übungen machen? Definitiv. Das Üben von Brandschutzübungen kann jedem helfen, zu wissen, was zu tun ist, wenn ein Feuer ausbricht. Ich denke, es reduziert auch die Panik. Wenn jeder den Plan kennt, können sie schnell handeln. Genau. Und Kinder sollten auch einbezogen werden. Es lehrt sie Verantwortung und Bewusstsein. Ja, wenn Sie Kindern etwas über Sicherheit beibringen, können sie im Laufe ihres Wachstums kluge Entscheidungen treffen. Außerdem schafft es ein Gefühl der Sicherheit in der Familie. Jeder fühlt sich selbstbewusster. Unbedingt. Apropos Sicherheit, haben Sie persönliche Sicherheitsvorkehrungen in Betracht gezogen? Habe ich. Dinge wie Pfefferspray oder persönliche Alarme können sehr hilfreich sein. Sie können eine große Abschreckung sein. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Genau. Und das Teilen von Sicherheitstipps mit Freunden kann eine sicherere Umgebung schaffen. Ja, Gespräche über Sicherheit sollten fortlaufend geführt werden, nicht nur einmalige Diskussionen.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, über die Sicherheitspraktiken auf dem Laufenden zu bleiben. Und es geht auch darum, sich unserer Umgebung bewusst zu sein. Manchmal sind wir zu sehr in unseren Routinen gefangen. Sehr wahr. Wachsam zu bleiben kann viele Unfälle oder gefährliche Situationen verhindern. Lektion 14. Europa erkunden. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie viele verschiedene Kulturen es in Europa gibt? Hallo John, habe ich. Es ist faszinierend, wie vielfältig Europa ist. Jedes Land bietet etwas Einzigartiges. Genau. Von der Kunst in Italien bis zur Geschichte in Griechenland gibt es so viel zu entdecken. Und das ist nicht das einzige Europa, das angeboten wird. Wussten Sie, dass jede Region ihre eigenen Traditionen und Feste hat? Ja, ich finde es interessant, wie diese Feierlichkeiten die lokale Kultur und das lokale Erbe widerspiegeln. Richtig. Wie das Oktoberfest in Deutschland, wo Menschen zusammenkommen, um Essen und Bier zu genießen. Und dann ist da noch La Tomatina in Spanien, wo sich alle gegenseitig mit Tomaten bewerfen. Das sieht nach einer chaotischen, aber lustigen Erfahrung aus. Ich finde es toll, wie Festivals Menschen zusammenbringen können. In der Tat. Sie schaffen ein Gemeinschaftsgefühl und ermöglichen es den Besuchern, in das lokale Leben einzutauchen. Apropos lokales Leben. Ich wollte schon immer authentische französische Küche in einem kleinen Pariser Café probieren. Das klingt herrlich. Das Gebäck und das Brot sollen himmlisch sein. Ja, und ich habe gehört, dass französische Kochkurse auch bei Besuchern beliebt sind. Was für eine großartige Möglichkeit, etwas über die Kultur zu lernen. Kochen kann so ein angenehmes Erlebnis sein. Unbedingt. Außerdem können Sie die köstlichen Ergebnisse nach der harten Arbeit genießen. Und vergessen wir nicht die atemberaubenden Landschaften. Die Alpen und das Mittelmeer sind atemberaubend. Ich stimme zu. Jedes Land hat seine eigene natürliche Schönheit, von den Fjorden in Norwegen bis zu den Stränden in Griechenland. Natur und Kultur zusammen machen Europa zu einem unglaublichen Reiseziel für Reisende. Ja, es ist ein Ort, an dem Sie tagsüber die Geschichte erkunden und nachts ein pulsierendes Nachtleben genießen können. Genau. Und bei so vielen gesprochenen Sprachen ist es eine großartige Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Ganz gewiss. Selbst wenn Sie ein paar Sätze lernen, kann das Reiseerlebnis verbessert werden. Und was interessant ist, dass wir Europa zwar als Ganzes sehen, aber jedes Land seine eigene Identität hat. Das ist sehr wahr. Das Verständnis dieser Unterschiede bereichert unsere Reiseerlebnisse. Das tut es wirklich. Ich denke, die Akzeptanz von Vielfalt macht Reisen so lohnend. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, mehr von Europa zu erkunden und all seine verborgenen Schätze zu entdecken. Ich auch nicht. Auf diesem wunderschönen Kontinent gibt es immer etwas Neues zu lernen und zu erleben.